Du hast eigentlich keine Kraft mehr. Jeder Tag fühlt sich an wie ein Kampf gegen Windmühlen, weil am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist. Die ständige Angst vor der nächsten Rechnung lähmt dich. Und genau über diese Lähmung müssen wir sprechen. Es ist kein Mangel an Disziplin, es ist Psychologie. Heute schauen wir uns an, wie du mentalen Raum zurückgewinnst, wenn der finanzielle Druck dich zu erdrücken droht. Denn du kennst dieses Gefühl. Du machst abends dein Online-Banking auf und noch bevor die Zahl richtig geladen hat, zieht sich dein Magen zusammen. Du weißt das Ergebnis schon. Zu wenig. Wieder zu wenig. Und dann fängt der Kopf an zu rasen und findet trotzdem keinen Ausweg. Aber hier ist das, was dir keiner sagt. Diese Lähmung ist kein Charakterfehler und keine Schwäche. Das ist ein handfester Zustand deines Gehirns. Reine Biologie. Und genau darüber reden wir jetzt. Nicht über Spartipps, nicht über Haushaltsbücher, sondern darüber, was Geldmangel wirklich in deinem Kopf anrichtet. Und vor allem, wie du dir Stück für Stück den mentalen Raum zurückholst, den der finanzielle Druck dir gerade wegfrisst. Bleib dran. Lass uns zuerst verstehen, was da eigentlich passiert. Denn dein Gehirn verhält sich unter Geldsorgen völlig anders, als du glaubst. Forscher an der Princeton University haben etwas herausgefunden, das ziemlich unangenehm ist. Wenn du in echtem Mangel lebst, sinkt deine geistige Leistungsfähigkeit messbar. In manchen Tests entsprach das einem Verlust von bis zu 13 IQ-Punkten. 13 Punkte. Das ist ungefähr der Unterschied zwischen ausgeschlafen und eine ganze Nacht wach. Nur, dass du hier nicht wach warst. Du hast dir einfach Sorgen ums Geld gemacht. Und schon denkt dein Gehirn schlechter. Warum ist das so? Stell dir dein Denken vor wie einen Laptop mit zu vielen offenen Tabs. Im Hintergrund läuft ständig ein Programm. Und dieses Programm heißt, wie komme ich über den Monat? Es läuft, während du arbeitest, während du mit deinen Kindern sprichst, sogar während du zu schlafen versuchst. Wissenschaftler nennen das den Tunnelblick des Mangels. Dein Kopf zoomt so eng auf das eine Problem, dass für alles andere kein Platz mehr bleibt. Und das ist der grausame Witz an der ganzen Sache. Genau in dem Moment, in dem du klar denken müsstest, um einen Ausweg zu finden, ist dein Denken am stärksten blockiert. Du bräuchtest jetzt Überblick, Ruhe, kluge Entscheidungen. Aber dein Gehirn ist im Überlebensmodus und schreit nur Gefahr, Gefahr, Gefahr. Deshalb triffst du unter Geldstress oft genau die Entscheidungen, die alles noch schlimmer machen. Du schiebst die Rechnung weg, statt sie zu öffnen. Du kaufst impulsiv, um dich für 2 Minuten besser zu fühlen. Und danach schämst du dich dafür und fühlst dich noch dümmer. Aber hör mir gut zu. Du bist nicht dumm. Dein Gehirn schützt dich gerade nur mit einem uralten Notprogramm. Und dieses Programm ist einfach nicht dafür gebaut, komplizierte Finanzentscheidungen zu treffen. Es ist dafür gebaut, den Säbelzahntiger zu überleben. Nur ist der Tiger heute deine Stromrechnung. Jetzt kommen wir zu dem Teil, über den fast niemand offen spricht. Die dunkle Seite von Geldmangel ist nämlich nicht das Geld selbst. Es ist die Scham. In unserer Gesellschaft ist wenig Geld zu haben zu etwas Peinlichem geworden. Zu einem stillen Makel, den du am liebsten verstecken willst. Und diese Scham macht etwas Gefährliches. Sie isoliert dich. Du sagst das Treffen mit Freunden ab, weil du dir das Restaurant nicht leisten kannst. Du erfindest Ausreden, warum du nicht mitkommst. Du gehst nicht mehr ans Telefon, wenn eine unbekannte Nummer dran ist, weil es ja eine Inkassofirma sein könnte. Und Schritt für Schritt baust du eine Mauer um dich herum. Von außen sieht es aus, als würdest du dich zurückziehen. In Wahrheit versteckst du dich. Das Problem ist, Isolation ist genau das Gift, das den Mangel verstärkt. Denn Menschen, mit denen du reden könntest, wären oft ein Teil der Lösung. Rat, Kontakte, manchmal einfach nur das Gefühl, nicht allein zu sein. Aber die Scham schneidet dich von all dem ab und lässt dich mit deinem Kopfkino allein. Und hier ist die wichtigste Trennung, die du heute mitnehmen musst. Dein Kontostand ist eine Zahl. Dein Wert als Mensch ist etwas völlig anderes.
Du bist nicht dein Einkommen. Du bist nicht die Summe auf deinem Konto. Ein leeres Konto sagt genauso wenig über dich aus wie ein volles. Der Moment, in dem du deinen Selbstwert von diesem einen Betrag löst, ist der Moment, in dem du wieder anfangen kannst zu atmen. Denn erst wenn die Scham etwas leiser wird, kommt dein Denken zurück. Und dann können wir anfangen, wirklich etwas zu verändern. Reden wir also über den Weg raus. Und ich verspreche dir, das ist kein Motivationsgeschwätz und keine toxische Positivität. Ich sage dir nicht, denk einfach positiv. Der erste Hebel ist winzig und genau deshalb funktioniert er. In der Lähmung tun wir nämlich meistens gar nichts mehr. Der Berg an Problemen ist so groß, dass wir erstarren. Also machst du das Gegenteil von großem Handeln. Du suchst dir eine einzige Sache aus. Nur eine. Und die regelst du heute. Einen einzigen Brief öffnen, einen einzigen Anruf machen, eine einzige Mail schreiben. Nicht 10, nicht alles, nur eine Sache. Warum ist das so mächtig? Weil dein Gehirn im Mangel das Gefühl von Selbstwirksamkeit komplett verloren hat. Das Gefühl, dass dein Handeln überhaupt etwas bewirkt. Und jede kleine erledigte Sache flüstert deinem Nervensystem zu, ich habe Kontrolle. Ich bin nicht nur Opfer der Umstände, ich kann etwas bewegen. Das ist wie ein winziger Funke in einem dunklen Raum. Ein Funke macht noch kein Licht. Aber er beweist dir, dass Feuer möglich ist. Der zweite Hebel klingt fast unpassend, wenn es ums Geld geht. Er heißt, lade deine mentale Batterie auf. Und zwar mit Dingen, die nichts kosten. Denn erinnere dich, dein Denken bricht unter Stress ein. Wenn du keinen klaren Kopf hast, kannst du auch keine klugen Entscheidungen treffen. Also musst du zuerst den Kopf entlasten. Und dafür brauchst du kein Geld. Ein Spaziergang draußen, wo dein Blick mal wieder in die Ferne schweifen kann, statt auf einen Bildschirm. Ein echtes Gespräch mit einem Menschen, der dich mag, ohne dass es um Geld geht. 20 Minuten Stille, in denen einfach mal niemand etwas von dir will. Das sind keine Belohnungen, die du dir nicht leisten kannst. Das ist Wartung für das einzige Werkzeug, mit dem du dich hier rausarbeiten wirst. Deinen Kopf. Und der dritte Hebel ist der schwerste, aber vielleicht der stärkste. Er heißt radikale Akzeptanz. Und das ist nicht das Gleiche wie aufgeben. Radikale Akzeptanz bedeutet, du hörst auf, gegen die Tatsache anzukämpfen, dass die Situation gerade so ist, wie sie ist. Nicht, wie sie sein sollte. Wie sie ist. Denn dieser innere Widerstand, dieses ständige, das darf nicht wahr sein, das kostet dich unglaublich viel Kraft. Kraft, die du für die eigentliche Veränderung dringend brauchst. Wenn du akzeptierst, wo du gerade stehst, ohne dich dafür zu verurteilen, wird plötzlich Energie frei. Energie, die vorher komplett im Kampf gegen die Realität verpufft ist. Und aus dieser Akzeptanz heraus kommt der letzte, entscheidende Schritt. Hol dir Hilfe, und zwar ohne dich dabei als Versager zu fühlen. Eine Schuldnerberatung aufzusuchen ist kein Eingeständnis von Scheitern. Es ist ein strategischer Schachzug. Genau wie ein Profisportler einen Trainer hat, holst du dir jemanden, der den Weg kennt. Diese Beratungen sind oft kostenlos. Die Menschen dort haben schon 1000 Situationen gesehen, die aussichtsloser wirkten als deine. Und sie haben Werkzeuge, die du allein gar nicht kennen kannst. Um Hilfe zu bitten, ist keine Schwäche. Es ist die intelligenteste Form von Stärke. Es heißt, du hast verstanden, dass du diesen Kampf nicht allein gewinnen musst. Fassen wir das kurz zusammen, bevor wir weitergehen. Geldmangel schrumpft dein Denken. Die Scham isoliert dich. Und der Ausweg beginnt immer klein. Eine erledigte Sache am Tag. Eine aufgeladene Batterie. Ein Stück Akzeptanz. Und der Mut, dir Hilfe zu holen, statt dich zu verstecken. Die Situation ist hart und ich sehe deinen Kampf. Aber du bist nicht allein damit. Schreib mir in die Kommentare. Was ist der eine kleine Schritt, den du heute wagst? Lass uns einander unterstützen. Und jetzt kommt der Punkt, an dem ich ganz ehrlich mit dir sein muss.
Denn es gibt eine Falle, die auf diesem ganzen Weg auf dich lauert. Wenn du lange genug im Geldstress steckst, verändert sich langsam etwas in deiner inneren Erzählung. Ein leiser Satz beginnt, sich in deinem Kopf festzusetzen. Warum immer ich? Warum trifft es immer mich, während andere scheinbar mühelos über die Runden kommen? Und dieser Satz fühlt sich in dem Moment absolut wahr an. Aber genau dieser Gedanke ist gefährlicher als jede Rechnung. Denn er nimmt dir leise die letzte Sache weg, die du gerade so dringend brauchst. Das Gefühl, handeln zu können. Wie diese innere Opferrolle entsteht, warum unser Gehirn sich in ihr fast schon gemütlich einrichtet und wie du wieder in die aktive Rolle deines eigenen Lebens zurückfindest, darum geht es im verlinkten Video. Wenn dich das hier heute getroffen hat, dann ist das der ehrliche nächste Schritt. Schau es dir an. Wir sehen uns dort.